Der körnige Frischkäse oder auch Hüttenkäse genannt, gilt als Geheimtipp in der Ernährungswissenschaft und der Fitnesswelt. Er ist unscheinbar und steht im Supermarkt zwischen Produkten, die man eher nicht zum Abnehmen und Muskelaufbau vermutet. Körniger Frischkäse ist ein Brotaufstrich, den man mit gutem Gewissen so aus der Dose löffeln kann. Der Hüttenkäse enthält viel Eiweiß, wenig Fett, kaum Kohlenhydrate und viele weitere tolle Nährstoffe. Welche Effekte der Verzehr von Hüttenkäse auf den menschlichen Körper hat und was hinter dem Hüttenkäse steckt, erkläre ich dir in diesem Video. Am Ende zeige ich dir noch tolle Zubereitungsvarianten. Lass uns nun direkt aber in das Thema einsteigen. Hüttenkäse hat unschlagbare Nährwerte. Der krümelige weiße Frischkäse hat es ganz schön in sich, und zwar im positiven Sinn. Die Nährwerte vom körnigen Frischkäse können auf ganzer Linie überzeugen. In 100 Gramm Hüttenkäse stecken nur 4,3 Gramm Fett und davon sind nur 1,7 Gramm gesättigte ungesunde Fettsäuren, 12 Gramm Eiweiß, 102 Kilokalorien und 95 Milligramm Calcium. Calcium ist ein wichtiger Nährstoff, den unser Körper braucht, um unsere Knochendichte zu erhöhen und unsere Knochen und Zähne zu schützen. Körniger Frischkäse ist ein Milchprodukt und ein tierisches Lebensmittel und daher nicht für Veganer geeignet. Weiterhin ist das Vitamin B12 enthalten, was unserem Körper benötigt, um Blut zu bilden und Fett abzubauen. Wer eine eiweißreiche Ernährung anstrebt, weil er gerade abnehmen möchte oder Kraftsport betreibt, ist mit dem regelmäßigen Verzehr von körnigen Frischkäse gut beraten. Die Nährwerte sind einfach super. Der körnige Frischkäse kann gerade beim Abnehmen auftrumpfen, da er wenig Kalorien enthält und gleichzeitig satt macht. Was ist Hüttenkäse genau? Hüttenkäse, körniger Frischkäse, Krümelquark, Hüttenfrischkäse, es gibt viele Namen, aber alle meinen das Gleiche. Hergestellt wird der Käse aus Magermilch. Die Magermilch wird auf ca. 85 Grad erhitzt und mit Milchsäurebakterien zugesetzt. Anschließend werden noch Calciumchlorid und eine Enzymmischung ergänzt. Die entstandene Masse fängt an zu stocken, es entstehen viele kleine Körner. Dies sind die Körner, die dann zum körnigen Frischkäse verarbeitet werden. Bevor es dann aber in die Packung geht, werden noch Salz und etwas Sahne hinzugegeben. Dies sorgt für den typischen Hüttenkäsegeschmack. Erfunden wurde unser Käse in England. Der zunächst in Hütten produzierte Käse erhielt seinen Namen vom Ort des Geschehens, der Hütte. So entstand die Bezeichnung Hüttenkäse. Mittlerweile ist der Käse aber nicht nur in England bekannt. Er wurde über die Landesgrenzen hinaus bekannt und wird mittlerweile in großen Teilen der Welt gegessen. Und das zu Recht. Wie schmeckt Hüttenkäse? Wer schon einmal Hüttenkäse gegessen hat, weiß, der Geschmack ist etwas säuerlich. Da der Fettgehalt häufig von Hersteller zu Hersteller variiert, unterscheidet sich der Geschmack natürlich auch etwas. Bei fettarmen Produkten wird der Geschmack eher als neutral bezeichnet, bei Produkten mit einem höheren Fettgehalt wird der Geschmack als aromatisch bis sahnig beschrieben. Für Abnehmwillige wird der fettarme Hüttenkäse empfohlen, für Kraftsportler, die einen Kalorienüberschuss anstreben, bietet sich der fettreichere Käse an. So hilft körniger Frischkäse beim Abnehmen. Viel Eiweiß und wenig Fett. Das ist ja schön und gut. Aber wie genau kann mir das jetzt helfen, wenn ich abnehmen möchte? Eiweiß enthält Kalorien, genauso wie Kohlenhydrate und Fette. Der Unterschied zu den letzteren besteht aber darin, dass Kalorien aus Eiweiß anders im Körper verstoffwechselt werden. Von 100 Eiweißkalorien werden im Schnitt alleine 24 Kalorien für die Verdauung wieder verbraucht. Dieser Prozess nennt sich thermischer Effekt. Eiweiß kurbelt den Stoffwechsel an und es werden bei der Verdauung ein Viertel der aufgenommenen Kalorien direkt wieder verbrannt. Gleichzeitig sättigt Eiweiß auch stark, sodass wir insgesamt weniger Kalorien aufnehmen, als hätten wir anstelle von Eiweiß Kohlenhydrate oder Fette gegessen. Darüber hinaus hat der Verzehr von Eiweiß neben der Unterstützung beim Abnehmen auch noch viele weitere positive Effekte auf den Körper, wie ein verbesserter Hormonhaushalt, ein verbesserter Sauerstofftransport und von Fetten im Körper und die Reparatur von Gewebezellen. Neben den positiven Effekten beim Abnehmen hilft Eiweiß beim Muskelaufbau.
Voraussetzungen dafür ist natürlich, dass auch Sport gemacht wird. Aber keine Angst, du wirst nicht gleich aussehen wie ein Bodybuilder. Muskeln verbrauchen Energie, selbst wenn sie nicht aktiv betätigt werden. Wenn sie betätigt werden, verbrauchen sie sehr viel Energie. Je mehr Muskelmasse du hast, umso mehr überschüssiges Fett kann also auch verbrannt werden. Der Verzehr von Hüttenkäse kann also gleich auf 2 Ebenen helfen, überschüssiges Fett zu verlieren. Kommen wir zu den versprochenen leckeren Hüttenkäse-Rezepten. Wie am Anfang angekündigt, zeige ich dir nun leckere Rezepte, wie du unseren Käse genussvoll zubereiten kannst. Natürlich kannst du ihn so aus der Packung essen, dies ist aber nicht jedermanns Sache. Körniger Frischkäse als Brotaufstrich. Der Klassiker ist natürlich der körnige Frischkäse als Brotaufstrich. Einfach mal die Butter weglassen und einen guten Fingerdick Hüttenkäse auftragen. Da dieser eher geschmacksneutral ist, kannst du mit Gewürzen wie Salz, Pfeffer, Knoblauch und Kräutern den Geschmack ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen. Gemüse wie Gurken, Tomaten oder Paprika bieten auch ein schönes Topping. Beim Brot sollte es natürlich kein Weißbrot, sondern ein Vollkornbrot sein. Kommen wir zum nächsten Rezept, der Hüttenkäsepizza. Nehme als Grundteig keinen Standardpizzateig, sondern einen Vollkornteig. Mit frischem Gemüse belegt und anstatt fetthaltigen Pizzakäse trage eine gute Schicht Hüttenkäse auf. Die gesunde Pizza schmeckt gut und ist gleichzeitig auch noch sehr gesund. Das nächste Rezept ist Körniger Frischkäse-Dessert. Vermische den Hüttenkäse mit etwas klein geschnittenen Obst oder Beeren. Würze dies mit Zimt und fertig ist ein leckeres und gesundes Hüttenkäse-Dessert. Lass es dir schmecken. Der körnige Frischkäse stellt ein super Lebensmittel zum Abnehmen und Muskelaufbau dar. Der unscheinbare Hüttenkäse aus der Käseabteilung ist tatsächlich ein richtiger Geheimtipp. Natürlich kann der Käse auch nicht zaubern, um dein persönliches Körperziel zu erreichen. Alleine vom Verzehr von Hüttenkäse wird niemand riesige Muskelberge aufbauen können. Da gehört eine Menge Training und eine weitere angepasste Ernährung dazu. Auch zum Abnehmen hilft der Käse nur, wenn die restliche Ernährung stimmig ist. Der Hüttenkäse kann aber einen Teil einer ausgewogenen Ernährung ausmachen und bietet eine richtig tolle Grundlage auf dem Weg zu deinem persönlichen Körperglück. Warum es neben dem körnigen Frischkäse auch Sinn macht, regelmäßig Magerquark zu essen und welche positiven Vorteile der Verzehr von Magerquark auf den Körper hat, erkläre ich dir in dem hier links eingeblendeten Video. Klicke doch bitte auf das Kästchen, hier geht es weiter. Körperglück. Finde dein Körperglück.